In diesem Video habe ich 3 Tipps für dich, wie du als Musiker mit deiner Leidenschaft, als Künstler, als Pianist, egal, Geld verdienen kannst und sogar auch wenn du noch ganz am Anfang bist. Schau dir das Video auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an, nämlich ich gehe davon aus, dass Tipp 3 für die meisten Leute am interessantesten ist. Aber trotzdem, Tipp 1 und 2 gibt es auch noch. Außerdem, wenn du mehr ins Thema einsteigen möchtest, was wirklich zu diesem Thema hier passt, also als Musiker oder professioneller Musiker werden möchtest oder überhaupt, wie man mit seiner Leidenschaft mehr Geld verdienen möchte, schau mal, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link für dich oder unter diesem Video. Klick auf diesen Link und schau dir die Seite mal an. Und dort steigen wir richtig tief ins Thema ein und ich werde außerdem ein paar sehr, sehr persönliche Erfahrungen von mir teilen, wie ich das gemacht habe, wie ich professioneller Musiker geworden bin. Thomas Forschbach hier von Werde Musiker, und wenn du meine Geschichte ein bisschen kennst, weißt du, dass ich von Anfang an kompromisslos meiner Leidenschaft, meinen Träumen nachgegangen bin und sofort nach der Schule rein ins Musikbusiness, rein ins Musikgeschäft. Ich wollte unbedingt Pianist werden, professioneller Pianist. Das hat sehr schnell glücklicherweise funktioniert und ich bin sehr schnell erfolgreich geworden. Ich habe auf dem Weg sehr, sehr viele, auch sehr bekannte Leute kennengelernt. Ich habe sogar mit Manuel Neuer, obwohl er nicht Fußball spielt, das habe ich sogar zusammen gesungen. Also er hat gesungen und ich habe ihn begleitet, aber auch viele andere. Ich habe Shakira getroffen und es ist noch ein riesiges Abenteuer. Aber der nächste Schritt, ein paar Jahre später, irgendwann dachte ich, okay, ich brauche eine neue Herausforderung, habe ich ein Konzert organisiert, meine Ostergala, Thomas Forschbach and Friends, und also viele Leute wissen, dass ich dieses Konzert gegeben habe, aber was viele nicht wissen, dass ich das komplett eigenverantwortlich organisiert habe. 1500 Gäste, insgesamt 70 Künstler, die mitgewirkt haben, also schon ein großes Konzert. In dieser Größenordnung auf jeden Fall also ich habe wirklich die komplette Verantwortung übernommen. Ne? Wäre es in die Hose gegangen, dann wäre ich auch in die Hose gegangen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wirklich immer kompromisslos bin ich meinen Wünschen nachgegangen und wollte ausschließlich in meinem Leben das tun, was mir großen Spaß macht, und dann das Musik machen. Und dazu zählt natürlich auch, dass man Geld verdienen muss. Ja, jeder Mensch braucht Geld, um seine Brötchen zu bezahlen, um Miete zu bezahlen und um davon leben zu können. Und ich möchte einfach in diesem Video und auch in einigen nächsten Videos ein paar Tipps geben, wie ich das gemacht habe, und möchte meine Erfahrungen teilen und habe außerdem noch weitere Informationen, wenn du möchtest, für dich. Tipp Nummer 1. Das Allerwichtigste, was du verstehen musst, ist, wenn du möchtest, dass dich einer dafür bezahlt, dass du Musik machst oder dass dir einer Geld dafür gibt, wenn du eine CD zum Beispiel verkaufen möchtest oder was auch immer, wenn du irgendwie auf irgendeinem Weg Geld bekommen möchtest für deine Musik, ist die einzige Regel, dass du der anderen Person etwas bieten musst, was sie gerne hat. Also, das kann sein, dass ihr deine Musik gefällt, das ist natürlich der Idealfall, aber es muss nicht unbedingt sein. Nämlich zum Beispiel, also sagen wir so, es sind jetzt keine Grenzen gesetzt. Ich möchte nur ein einfaches Beispiel nennen. Nämlich hier kommt auch deine Kreativität in Frage. Und das ist eigentlich Kreativität und das Ganze musst du dann noch umsetzen. Aber die Umsetzung ist meistens nicht so schwer, es muss so getan werden. Nämlich zum Beispiel eine Freude mit Musik kann man Leuten auch machen, nicht unbedingt, wenn es die schönste Musik ist, aber wenn sie besonders gewidmet oder überbracht wurde. Also zum Beispiel, wenn du einer Person einfach zum Beispiel ein Stück schreibst, ja, das muss gar kein großartiges, riesiges Stück sein, aber sobald es von dir selbst irgendwie komponiert ist mit einem schönen Text dabei, den du schön geschrieben hast, und der Text kann sogar theoretisch aufgesprochen sein und darunter hast du zum Beispiel ein bisschen Klaviermusik. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Sobald es aber zum Beispiel für eine Person persönlich gemacht wurde und dann kommt der Name noch darin vor, ja, also zum Beispiel für Tante Frieda zu deinem 60. Geburtstag, weil du die beste Tante bist. Ja, mal angenommen, du machst es für deine Tante, dann ist die Tante so glücklich. Sagen wir so,
beim Geburtstagsgeschenk machst du dir das natürlich als Geschenk eher. Aber vergleichbare Sachen kann man das machen, dass man sowas zum Beispiel verkauft. Ein persönliches Stück kannst du zum Beispiel, eine persönliche Widmung, kannst du zum Beispiel anderen Menschen verkaufen. Das haben zum Beispiel Freunde von mir gemacht. Die haben gesagt, hey, wie haben die das nochmal genannt? Die haben dieses Ständchen, die haben einen ganz bestimmten Namen diesem Ständchen gegeben und haben dann gesagt, hey, bei uns, wir produzieren euch. Ich glaube, die haben das für sogar 150 € genommen und das hat richtig gut funktioniert. Dass die ein Video mit Musik produziert haben, mit einem Geburtstagsständchen für eine bestimmte Person, aber eine andere Person hat das quasi verschenkt. Ja? Und letztendlich ging es dann sogar darauf hin, dass das Unternehmen gebucht haben und und das ist richtig gut angekommen, obwohl die eigentliche Musik, die eigentliche Kunst war gar nicht so kompliziert. Ja? Also, Tipp Nummer 1, du musst einen großen Wert oder eine große Freude für andere Personen machen und es muss nicht unbedingt die Musik am Anfang sein, wenn du noch nicht weit genug bist. Im Idealfall ist es natürlich die Musik selbst, dass sie den anderen Leuten so gut gefällt, dass sie dafür Geld ausgeben. Aber das ist für viele gerade am Anfang ein großer Schritt, deswegen ist das Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, auch für Personen, die noch nicht so weit sind am Instrument, aber vielleicht andere Talente haben, zum Beispiel das Talent, eine besondere CD-Verpackung zu erstellen. Also zum Beispiel nimmst du ganz viele Klavierstücke auf, die du schon spielen kannst, oder eigene Stücke oder Improvisation von dir im Idealfall, machst daraus eine CD, ja, also nimmst du auf und dann brennst das auf CD. Und jetzt kommt der wirklich Mehrwert für viele Personen, machst eine ganz besonders schöne, ausgefallene CD-Verpackung, ja, die vielleicht, muss noch nicht mal eine ganz normale Schachtel sein für CDs, kann es aber, die vielleicht irgendwie so eine bestimmte Haptik hat oder so ein 3D-Feeling da drauf oder vielleicht sogar was ganz anderes, ja, irgendeine Box oder so, die einfach besonders schön aussieht. Und es gibt große Fans, nicht umsonst, oder große Fans von diesen Covern und von diesen Fanboxen. Nicht umsonst gab es eine ganze Zeit lang, oder gibt es auch heute noch, gerade wenn wir noch CDs kaufen, die CDs werden ja eigentlich gar nicht mehr so viel verkauft, weil viele Leute die Musik erst streamen. Und gerade wenn man in CD-Geschäfte geht, findet man nicht selten noch tatsächlich diese etwas aufwendigen, größten Packungen aus Metall zum Teil oder tatsächlich aufwendiger aus Pappe. Aber vor allen Dingen Personen, die in diesem Bereich Geschick haben und vielleicht sogar mehr Geschick haben als beim Klavierspielen oder beim Musikmachen zurzeit, haben die Möglichkeit, sich auch dadurch zum Beispiel die eine oder andere Mark zu verdienen, wenn sie irgendwo mal spielen, versuchen irgendwie eine Auftrittsmöglichkeit zu haben, dass sie dann diese CD schön vorne präsentieren und allein wegen der Optik werden einige Personen diese CD kaufen und vielleicht gefällt ihnen die Musik ja sogar besser, als du vielleicht denkst. Und Möglichkeit Nummer 3, und das ist wahrscheinlich die Möglichkeit, die für viele noch am spaßigsten und interessantesten ist, und zwar sind das Cafés, Klaviermusik in Cafés zum Beispiel. Theoretisch kann das auch andere Musik als Klavier sein, wenn du ein anderes Instrument spielst, aber die meisten meiner Zuschauer spielen Klavier. Und gerade in Cafés, es gibt zum Beispiel in Köln auf der Schildergasse an der Seitenstraße, mir fällt dieser Name nicht ein, das ist hinter einer Kirche auf der Schildergasse in Köln, ein kleines Café. Dort steht ein altes Klavier, das meistens nicht gespielt wird. Weil, das ist mein letzter Kenntnisstand in diesem Café, ich weiß nicht, wie es heute ist, der Betreiber gerne und oft Klaviermusik dort hat, aber zu wenig bezahlt für professionelle Musiker. Die meisten professionellen Musiker machen das nicht. Ja? Aber er bezahlt was dafür, solange halt ein bisschen Klaviermusik im Hintergrund ist. Ja? Das heißt, er hat gar nicht den Anspruch, dass die besten Leute dort spielen, sondern einfach Leute, die es ganz gerne machen. Und letztendlich ist es jetzt auch nicht wenig Geld. Also es geht so in den Bereich 50 € für einen Auftritt. Ja? Aber für den Anfang 50 €, hey, Klavier spielen. Vielleicht gibt es sogar noch ein Stück Kuchen gratis, ich weiß es nicht. So, und das ist nicht das einzige Café. Ich weiß, in Köln gibt es verschiedene Cafés in diesem Bereich, auch im Bereich Neumarkt noch.
Vielleicht haben wir jetzt hier auch Fachkundige aus anderen Städten, die ihre Erfahrungen aus anderen Städten teilen möchten. Ja, gerne unter dem Video das für die Community einfach mitteilen. Wo gibt es solche Plätze, die gern Klaviermusik hätten, aber nicht so viel bezahlen, dass professionelle Pianisten dafür arbeiten, sondern dafür so semi-professionelle oder einfach Leute, die aus Leidenschaft gerne Klavier spielen. Und es geht letztendlich um Kaffeemusik im Hintergrund. Ja? Wenn da mal ein Verspieler dabei ist, hey, der möchte ein paar Klaviertöne haben in dem Klavier. Ja? Super Möglichkeit, sowas einfach mal wahrzunehmen. Okay, also, das war's zu diesem Video. Das sind meine 3 Tipps, wie du mit deiner Leidenschaft, mit der Musik Geld verdienen kannst, auch wenn du noch am Anfang bist. Wenn du mehr ins Thema einsteigen möchtest, wenn du vielleicht sogar große Ziele hast oder einfach nur mehr darüber wissen möchtest, über das Thema, wie das Ganze funktioniert, wie ich zum Beispiel Musiker geworden bin. Ja, es ist viel komplexer, das ganze Thema. Es ist ich meine, klar, es ist ein Beruf halt. Ne? Aber ich teile meine gesamten Erfahrungen, plaudere sogar sehr, sehr persönlich aus dem Nähkästchen. Und wenn dich das interessiert, wenn du da mehr Informationen zu haben möchtest, schau mal unten in der Videobeschreibung, habe ich einen Link für dich, den solltest du dir unbedingt anschauen. Oder auch, ich gucke mal, ob ich hier neben dem Video, auf jeden Fall unter dem Video geht es zu dieser Seite und dort erfährst du mehr. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Wenn ich dir damit eine Freude machen kann, hoffe auch sehr, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.